Die Länderspielpause ist vorbei, es geht rein ins Saisonfinale. Ab jetzt gibt es keine Länderspielpause mehr, es wird durchgespielt bis zum 34. Spieltag. Und es geht heute los mit Leverkusen gegen Bochum. Leverkusen hat vor der Länderspielpause in Stuttgart das Spiel noch gedreht. Ein ganz, ganz wildes 4:3. Stuttgart sah eigentlich schon wieder sichere Sieger aus. Dann hat Leverkusen nochmal aufgedreht und hat dann, glaube ich, in der letzten Minute durch Schick das 4:3 gemacht, durch den Kopfball. Und somit den Leverkusen noch 3 wichtige Punkte beschert im Kampf um die Meisterschaft. Mal gucken, die Bayern haben jetzt auch gerade ein paar Verletzungssorgen wieder. Ich glaube, Alphonso Davies und Upamecano fehlen jetzt erstmal eine Zeit lang. Vielleicht wird es ja doch nochmal spannend. Wir gucken einfach mal. Und Bochum hat auf der anderen Seite gegen Frankfurt zu Hause verloren. Auch ein ganz, ganz wildes Heimspiel, das mit 50-minütiger Verspätung erstmal angepfiffen wurde, weil da ging es darum, dass die Banner vor den Fluchttoren gehangen haben und hast du nicht gesehen, das Spiel war auch kurz davor gar nicht angepfiffen zu werden. Dann hätte es wahrscheinlich wieder einen Sieg am grünen Tisch gegeben für die Bochumer. Also ich als Frankfurt-Fan oder Frankfurt-Fans generell waren dann froh, dass das Spiel doch angepfiffen wurde. Ja, und jetzt zu Hause Leverkusen gegen Bochum. Ist eigentlich eine klare Sache für Leverkusen. Die wird dann jetzt natürlich nochmal ihre letzte Chance da vorzulegen. Ja, angenommen Bayern gewinnt nicht gegen St. Pauli, sind die halt auch nur noch 4 Punkte oder 3 Punkte sogar im besten Fall hinter den Bayern. Deswegen setze ich die Leverkusener voll auf Sieg. Ich mache mal ein 3:1, weil Bochum muss auch alles raushauen, die letzten 7, 8 Spiele, um zumindest sich den Relegationsplatz zu sichern. Das wird auch nochmal richtig, richtig spannend. Also, Leverkusen-Bochum 3:1. Schauen wir mal, ob die Leverkusen auch so dominant auftreten. Dann am Samstag, gerade schon gesagt, geht's für die Bayern zu Hause gegen St. Pauli. Die haben jetzt erstmal Verletzungssorgen, also die Bayern. Upamecano fehlt für 6 Wochen, Davies fehlt sogar 6 Monate. Ja, der hat sich das Kreuzband gerissen bei der Länderspielpause. Ja, mal gucken, wie die Bayern das kompensiert bekommen, mit welchen Spielern, welches System. Und ja, was das auch für die Champions League heißt, ne? Da ist jetzt das Spiel gegen Inter oder die Spiele gegen Inter, die stehen jetzt an. Das wird auch sehr, sehr spannend. Da gucken wir einfach mal. Die Bayern haben nämlich vor der Länderspielpause nur 1:1 gespielt bei Union. 2 Punkte, die den Bayern am Ende eventuell fehlen. Das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube trotzdem, dass die Meister werden, auch wenn es ganz knapp werden könnte, weil halt Leverkusen jetzt auch nochmal wahrscheinlich alles in die Waagschale werfen wird. Und genau, von daher wird die Meisterschaft vielleicht auch nochmal ein bisschen spannender als gedacht. St. Pauli auf der anderen Seite hat zu Hause gegen Hoffenheim gewonnen, 1:0. Haben sich von unten ein bisschen abgesetzt, müssen natürlich auch noch weiterhin Punkte sammeln, das ist ganz klar. Aber mit so einem Sieg im Rücken und in München, die sind jetzt nicht angeschlagen oder so, ich will das jetzt auch nicht schlimmer reden, als es ist, aber natürlich wirkt oder ist das schon eine Hypothek, die die Bayern jetzt die nächsten Wochen erstmal mitzuschleppen haben, mit Upamecano und Davies. Aber da werden die Bayern trotzdem als Favorit ins Spiel reingehen. Ob so ein wildes Spiel wird wie zu Hause gegen Holstein Kiel, 4:3, glaube ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil die Bayern wissen selber, dass das in der Champions League auch das Aus bedeuten könnte. Und dann gibt es halt kein Finale der Horm 2.0. Und ich würde die Bayern aber trotzdem auf Sieg machen. Ich mache mal hier ein 2:0, weil ich bin mir halt nicht so sicher, wie die Bayern jetzt damit umgehen werden oder wie die Bayern sich aufstellen werden, wie sie spielen werden. Und was St. Pauli halt auch macht, ne? Haben halt mit die wenigsten Gegentore bekommen, stehen aber trotzdem, weil sie wenig oder viel zu wenig Tore geschossen haben und mit drinne. Genau, also 2:0 Sieg für die Bayern zu Hause. Sollte, denke ich, irgendwie hinhauen. Dann haben wir 2 Mannschaften, die am letzten Spieltag noch gewonnen haben. Gladbach hat nämlich 4:2 in Bremen gewonnen. Auch ein bisschen, ja, überraschend in der Höhe. Also nicht, dass jetzt Gladbach nicht in Bremen gewinnen könnte. Ich habe eher gedacht, dass die Bremer das machen. Oder habe ich unentschieden getippt? Ich glaube, unentschieden habe ich da getippt, da bin ich mir nicht sicher. Die sind halt auch noch oben mit dabei. Jetzt kommen wir wieder in diese Region Champions League oder Europa League, Europa Cup generell. Da sind so viele Mannschaften noch mit im Rennen. Von daher wird auch das ein sehr, sehr spannendes Saisonfinale. Leipzig hat auf der anderen Seite vor der Länderspielpause Dortmund zu Hause geschlagen. 2:0. Ich kann mich noch gut daran erinnern, erste Halbzeit war Leipzig doch überlegen. Dortmund hatte hier und da mal Chancen. In der zweiten Halbzeit war Dortmund eigentlich feldüberlegen. Die haben so viele Chancen, Chancen für 2 Spiele gehabt, hätten eigentlich locker das Spiel drehen müssen. Eigentlich 4:2 oder 5:2 gewinnen müssen. Aber das war halt so ein Spiel, gefühlt, da hätten sie noch 3 Stunden weiterspielen können. Das hätten sie dann nicht gewonnen. Und jetzt ist halt die Frage, was machen die Leipziger? Nehmen sie den Schwung mit? Da läuft es auch in dieser Saison nicht so gut. Deswegen sind so viele Mannschaften noch drin im Kampf um den europäischen Wettbewerb. Ich würde es natürlich den Gladbachern gönnen. Also klar, immer. Ich will immer, dass Leipzig verliert. Ich will, dass sie sportlich in der Belanglosigkeit verschwinden. Ich werde trotzdem hier mal ein Unentschieden machen, weil ich durchaus den Gladbachern das zutraue, dass sie den Unentschieden zu Hause holen gegen Leipzig, eventuell sogar gewinnen. Aber man weiß halt auch nicht, was für ein Gesicht die Gladbacher zeigen. Die können dann auch wieder zu Hause vielleicht ein 3:4-0 kriegen, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich persönlich, ich glaube nicht, dass das eine klare Nummer wird. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ein Unentschieden wäre okay. Und
Schauen wir mal, ich glaube, da können die Gladbacher auch ganz gut mitleben. Wolfsburg dann zu Hause gegen Heidenheim. Die Wolfsburger stehen auch immer noch oben mit dabei. Klar, die halbe Liga will in den europäischen Wettbewerb, sei es jetzt Europa League, sei es jetzt die Conference League, Champions League. Die haben vor der Länderspielpause aber in Augsburg verloren. Bei der Mannschaft der Stunde kann man so sagen, die Augsburger haben, glaube ich, 6 oder 7 Spiele in Folge auch jetzt zu 0 gespielt. Also nicht immer gewonnen, aber zu 0 gespielt. Von daher ist Augsburg nach wie vor sehr unangenehm zu bespielen, gerade wenn du in Augsburg spielen musst, aber auch als Heimteam ist Augsburg jetzt nicht gerade eine Thekentruppe, die du mal ganz leicht wegspielst. Und die Heidenheimer haben gegen Kiel zu Hause gewonnen. 3:1 war auch sehr, sehr wichtig. Da musste es einen Sieger geben. Sowohl für die eine als auch für die andere Mannschaft war das Spiel zu wichtig aufgrund der aktuellen Tabellensituation. Ja, wie gesagt, für Heidenheim würde es mich freuen, wenn die einfach drin bleiben, auch aufgrund des Trainers. Aber danach geht es halt nicht. Ne? Es geht danach, sich sportlich irgendwie zu qualifizieren für die erste Liga. Und da könnten auch die Heidenheimer nochmal einen kleinen Schwung kriegen. Wobei in Wolfsburg ist halt generell schwer und dann für Heidenheim, die halt ein bisschen mehr unter Druck stehen. Also ich glaube auch, dass die Heidenheimer da ein bisschen mehr Druck haben als die Wolfsburger, aber die auf der anderen Seite auch, weil die müssen zu Hause eigentlich gegen Heidenheim gewinnen, wenn sie oben mit dranbleiben wollen. Von daher ist das auch so ein 50-50 Spiel. Beide haben Druck. Wer kann mit dem Druck besser umgehen oder wer münzt das ein bisschen besser um? Da würde ich doch tatsächlich die Wolfsburger aufsehen. Oder Heidenheim Auswärtssieg? Nee, ich mache Wolfsburg. Auch wenn es da nur knapp zugehen wird, glaube ich. Deswegen mache ich hier ein knappes 2:1. Wahrscheinlich wird das torreichste Spiel des Spieltags. Keine Ahnung, ihr wisst ja, wie das mit den Tipps ist. Ich kann viel erzählen, ich kann das ganz weit ausholen und im Endeffekt geht es vielleicht 0:0 aus oder ihr wisst ja, wie das abläuft. Also Wolfsburg-Heidenheim, knapper Heimsieg. Ein schönes Nordduell dann als nächstes. Holstein-Kiel gegen Werder Bremen. Ich glaube, das gab es in der zweiten Liga zuletzt. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist. Kiel, gerade schon gesagt, in Heidenheim verloren. Die haben ja jetzt nicht den letzten Strohhalm verpasst im Kampf um den Klassenerhalt. Die sind trotzdem nach wie vor mit dabei und die können auf jeden Fall mal Platz 16 finalisieren oder realistisch noch erreichen. So ist es jetzt nicht. Die sind jetzt nicht sang- und klanglos auf dem letzten Platz, aber müssen halt auch zusehen. Ne? Und Bremen hat zu Hause gegen Gladbach verloren, 4:2. Auch ein bisschen überraschend, gerade in der Höhe. Ich hätte Bremen da auch sicherlich einen Heimsieg zugetraut oder zumindest einen Unentschieden. Aber gut, jetzt würde ich sagen, dass Kiel da auch mehr unter Druck steht als Bremen, die auch noch ins internationale Geschäft rein könnten, rein theoretisch. Und ich habe noch keinen Auswärtssieg. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich noch einen Auswärtssieg reinmachen könnte. Gut, Augsburg vielleicht in Hoffenheim, so wie die momentan drauf sind. Union in Freiburg. Stuttgart in Frankfurt ist natürlich auch möglich. Mainz in Dortmund, so wie die momentan drauf sind, die Mainzer. Naja, also wir machen mal hier einen Auswärtssieg. Ich mache einfach aus dem Bauch raus, dass die Bremer das hier 3:1 gewinnen, weil die sich jetzt auch eventuell mal ein bisschen aufgerappelt haben, zusammengerauft haben und auch mal wieder ein Erfolgserlebnis wollen. Deswegen Auswärtssieg für Bremen in Holstein-Kiel. Hoffenheim gegen Augsburg, dann ja die Mannschaft der Stunde, gerade schon mal gesagt, die Augsburger, wenn die letzten 6, 7 Spiele zu 0 gespielt haben, haben Wolfsburg zu Hause geschlagen, haben in Dortmund gewonnen. Da ist momentan vieles wohl richtig gemacht worden und da läuft auch zurzeit vieles richtig. Hoffenheim auf der anderen Seite, die haben in St. Pauli, in Hamburg verloren, 1:0. Stecken auch wieder mit unten drin im Abstiegskampf. Das wird auch noch sehr, sehr spannend, wie weit die Hoffenheimer unten reinrutschen. Vielleicht befreien sie sich auch in den nächsten 2, 3 Spielen, das weiß man nicht. Wie gesagt, ist jetzt noch nicht so die Crunch-Time. Das beginnt so ab Spieltag 30, würde ich sagen, Spieltag 31. Aber es geht halt um viel. Und auch für die Augsburger, die haben zu Hause gegen Wolfsburg gewonnen, 1:0. Die sind jetzt auch mittendrin im Kampf um die internationalen Plätze. Um die Conference League zumindest auf jeden Fall. Ich glaube, das würden die Augsburger auch nehmen. Hauptsache international. Das ist sehr, sehr schwer zu sagen. Vielleicht wieder ein Unentschieden. Beide wollen. Augsburg, ob sie die Serie fortführen. Die zu 0-Serie, weiß ich nicht. Ich glaube, die wird dieses Mal wieder gebrochen. Ich glaube, Hoffenheim schießt mindestens mal ein Tor. Und Augsburg schießt auch 1. Und dann gibt es ein friedliches Unentschieden. Hilft wahrscheinlich beiden Teams nicht so sehr weiter. Augsburg vielleicht ein bisschen mehr als den Hoffenheimern, je nachdem, wie die Konkurrenz spielt. Kiel, St. Pauli, Heidenheim, Bochum und so weiter und so fort. Also Hoffenheim-Augsburg 1:1. Das Topspiel dann Samstagabend, sehr, sehr schönes Spiel. Frankfurt gegen Stuttgart. Auch für beide Mannschaften geht es natürlich noch ums internationale Geschäft. Wie soll es auch anders sein, wenn die halbe Liga darum kämpft? Frankfurt hat vor der Länderspielpause ganz, ganz wichtig in Bochum gewonnen. 3:1. Stand das Spiel ja kurz auf der Kippe, habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Ich möchte mich jetzt auch gar nicht auf die eine oder auf die andere Seite schlagen. Auf der einen Seite finde ich es halt kurios, dass das nicht zum ersten Mal passiert ist, dass Auswärtsfans die Banner umhängen müssen. Bei anderen Mannschaften wurde es durchgehen oder hat man es durchgehen lassen. Ich glaube gegen Dortmund, die hatten ja auch so ein riesiges Banner unten hängen vor dem Fluchttor. Und das war offensichtlich nicht das Problem. Ließ es sich trotzdem noch öffnen. Hätte man ja auch mal ausprobieren können. Oder auch als der VfB in Bochum gespielt hat. Ich glaube bei Gladbach war das auch so.
Und auf der anderen Seite verstehe ich aber auch die Ultras, dass die dann sagen, gut, entweder bleiben wir alle oder es bleibt niemand. Dass die dann ihre ganzen Banner abgemacht haben und dann gefahren sind oder den Block erstmal verlassen haben. Das kann ich auch auf der anderen Seite verstehen. Im Prinzip aber, wenn es da wirklich nur um 10 cm ging, wenn man das irgendwie ein bisschen weiter nach rechts gehängt hätte, weiß ich nicht, warum man da 45 Minuten oder 50 Minuten lang ein Affentheater veranstalten muss von beiden Seiten. Naja, egal. Wir konzentrieren uns jetzt auf Sportliche. Sieg in Bochum war sehr, sehr wichtig. Auch gerade, weil es halt in Bochum ist. In Bochum spielt man nie gerne. Die Eintracht hat zuletzt vor dem Sieg vor 13 Jahren oder 14 Jahren in Bochum gewonnen. Da war Bochum auch noch in der ersten Liga, dazwischen viele Jahre zweite Liga. Und von daher wird das sehr, sehr spannend. Die Stuttgarter zu Hause haben ein wildes Spiel zu Hause gegen Leverkusen verloren. 3:4, haben 3:1 geführt, sahen wie der sichere Sieger aus. Und dann lassen sie sich einfach noch 3 Dinger einschenken. Das war halt nicht so schön für die Stuttgarter. Jetzt natürlich die Überlegung, kommen die Stuttgarter mit Wut im Bauch, jetzt erst recht, setzt die Eintracht die Serie fort. Wer steht mit Tor bei der Eintracht? Das ist jetzt auch momentan so eine große Diskussion. Kevin Trapp, Cauã Santos. Ich persönlich finde für Santos natürlich. Ich glaube, 70-80% der Eintracht-Fans würden mir da zustimmen. Kevin Trapp auf der anderen Seite ist halt nicht 100% fit. Also als da rausgekommen ist, dass er schon seit dem Hoffenheim-Spiel Probleme hatte, also nach dem Hoffenheim-Spiel, dann verstehe ich nicht, warum er nicht selber so vernünftig ist und sagt, ich bin nicht 100% fit, ich lasse jetzt den zweiten Keeper ran. Weiß ich nicht. Da steckt bestimmt auch noch ein bisschen mehr dahinter. Ist halt nur von außen. Das kann ich nur von außen sagen als Fan, dass mich das so ein bisschen gewundert hat, wieso er da nicht selber Vernunft hat walten lassen. Weil ich finde, Cauã Santos gehört die Zukunft im Tor der Eintracht. Der muss jetzt einfach nahe herangeführt werden, vielleicht sogar schon in der nächsten Saison als Nummer 1. Was mit Trapp passiert, muss man dann auch mal besprechen im Sommer. Also viele, viele Baustellen, die hoffentlich nicht sportlich die Eintracht daran hindern wird, ins internationale Geschäft einzuziehen. Die Champions League wäre natürlich ideal. Ich bleibe nach wie vor dabei. Es war noch nie so einfach wie in dieser Saison, sich über die Liga für die Champions League zu qualifizieren, weil halt die Nominierten oder die Teams, die sonst um die ersten 4 Plätze kämpfen, nicht stabil sind. Leipzig nicht, Dortmund schon gar nicht, Stuttgart, Leipzig, wen hatte ich noch? Ja, und dann sind halt Mannschaften wie Freiburg und Mainz halt unter anderem noch oben mit dabei. So, also ich tippe natürlich wieder für die Eintracht. Ich bin mir aber 100% sicher, dass es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel werden könnte. Spannung, Chancen auf beiden Seiten, vielleicht auch ein paar mehr Tore, als ich jetzt hier reinschreibe. 2:1 für die Eintracht. Letzte Saison haben wir gegen Stuttgart zu Hause verloren. Wir haben in Stuttgart gewonnen, da war aber auch noch Mamouche am Start. Ekitike wird jetzt ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Der hat zum Beispiel 3 Tore gemacht gegen die U21 von England in der Länderspielpause. Der ist also auch momentan nicht so schlecht drauf. Und wenn man den ganzen Schwung mitnimmt, die Hoffnung ist da, dass die Saison dann doch noch gut zu Ende gespielt wird. Dazu noch im Europa-League-Viertelfinale gegen die Tottenham Hotspur. Also ihr seht, als Eintracht-Fan hat man noch hoffentlich viel Freude in den nächsten Wochen. Vielleicht ist das aber auch innerhalb der nächsten 3-4 Wochen vorbei. Wir lassen uns überraschen. Dann 2 Mannschaften, die am letzten Spieltag unentschieden gespielt haben. Freiburg hat ein 2:2 in Mainz errungen. Die sind halt auch immer noch oben mit dabei. Das war halt dieses 6-Punkte-Spiel für beide Mannschaften. Das Verfolgerduell kann man sagen. Freiburg in Mainz. Freiburg war dann in Überzahl und hat aber gegen starke Mainzer, die halt auch momentan sowas wie die Mannschaft der Stunde sind, gut mitgehalten, 2:2, jetzt zu Hause gegen Union, die gegen die Bayern halt unentschieden gespielt haben. Und da weißt du auch immer nie, was hat das für einen Effekt, wenn du zu Hause gegen die Bayern 1:1 spielst, Rückstand aufgeholt, stehen auch noch unten mit drin, die brauchen also auch noch mal ein paar Punkte, um dann den Klassenerhalt zu finalisieren. Würde ich die Freiburger auch wieder auf Sieg machen. Ich schätze die stärker ein. Wird auch wieder ein knappes Ding, ich mache mal ein 1:0, weil Union, Steffen Baumgart Fußball ist jetzt auch nicht gerade der ansehnlichste Fußball, aber gut, danach fragt keiner mehr, ne? Wenn er erfolgreich ist, dann ist das, was zählt, finde ich persönlich. Und von daher werde ich mal Freiburg auf Sieg tippen, ein knappes 1:0. Und den Abschluss um 17:30 Uhr machen Dortmund und Mainz. Das verwundert mich. Ihr wisst ja, dass ich sonst die Wettquoten so ein bisschen ignoriere, aber hier hat Dortmund eine 1,7er Quote auf Sieg und die Mainz eine 4,4er Quote. Ich weiß nicht, ob der dazugehörige Wettanbieter die letzten Spiele nicht verfolgt hat, aber da fand ich zum Beispiel Mainz deutlich stärker als die Dortmunder. Die Dortmunder haben, ich glaube, das letzte überzeugende Spiel, ich muss jetzt gerade gucken, die haben jetzt in Leipzig verloren. Ich habe ja mein Handy hier gerade liegen, in Leipzig verloren. Da hätten sie natürlich auch gewinnen können, schon allein aufgrund der zweiten Halbzeit, was die da für Chancen teilweise vergeigt hatten. Gut, so Spiele gibt's halt, aber wenn sie jetzt so weitermachen, vom Spielerischen her, sich weiterhin diese Chancen rausspielen, klar und direkt nach vorne spielen, ihr seht, dann kann Dortmund auch in Leipzig zum Beispiel was holen oder halt auch zu Hause gegen Mainz. Die Mainzer haben halt zu Hause gegen Freiburg gespielt, 2:2. Die sind auch mit Augsburg zusammen so ein bisschen die Mannschaft der Stunde, würde ich jetzt einfach mal sagen, weil bei denen läuft's halt. Die stehen auf Platz 3.
Die haben 45 Punkte, genauso wie Frankfurt. Dortmund ist halt auf dem 11. hat 35 Punkte, hat nur 10 Punkte Rückstand. Das ist noch alles aufzuholen. Es hat schon die wildesten Aufholjagden gegeben. Und jetzt ist halt die Frage, gewinnt Mainz auch in Dortmund? Holen sie dann mindestens einen Punkt? Gewinnt Dortmund zu Hause? Die 3 Möglichkeiten gibt's. Und egal, was ich jetzt wahrscheinlich da tippen werde, das würde andersrum ausgehen. Wenn ich sage, oh Mainz, die haben eine gute Phase, dann gewinnt wahrscheinlich Dortmund klar und deutlich. Wenn ich sage, Dortmund knüpft an die gute Leistung von Leipzig an und gewinnt dann zu Hause, gewinnt Mainz wahrscheinlich. Deswegen mache ich mal auch da ein Unentschieden. Ich kann mich nicht entscheiden. Vielleicht auch ein torreiches Unentschieden, 2-2, aber ich kann mich da nicht auf eine Seite lenken oder beziehungsweise mich stellen oder mich für irgendeine Mannschaft entscheiden, die da gewinnt. Deswegen mache ich mal Unentschieden. Ich habe viele Unentschieden, glaube ich, viele Heimsiege. Ich habe nur einen Auswärtssieg mit Werder Bremen. Wahrscheinlich wird es wieder ein Spieltag, wo wahrscheinlich nur die Auswärtsmannschaften gewinnen und es nur Unentschieden gibt. Keine Ahnung. Ist halt immer aus dem Bauch raus und so ein bisschen vom Gefühl her, was noch möglich wäre für die Mannschaften. Das versuche ich immer so ein bisschen mit reinzubringen in die Tipps, aber es klappt halt meistens nicht. Also, das sind die Tipps für Spieltag 27. Wir speichern und gucken auch nochmal hier auf die Gesamtübersicht. Und bei uns sehen wir, dass Rass auf der 1 steht, vor Musiklo, Hegebusch und Cem und Prinz Poldi nehme ich auch noch mit dazu. Die sind alle durch 14 Punkte nur getrennt. Also die ersten 5, sehr, sehr spannend. Wenn man da mal 1, 2 Spiele mit dabei hat oder Spieltage, wo man wirklich richtig absahnt, so 20 Punkte oder so holt, hat es auch schon gegeben, dann kann man auch nochmal oben anklopfen. Wo stehe ich? Ich bin irgendwie ganz abgeschlagen. Platz 41, um Gottes Willen. Ich passe schon gar nicht mehr auf die erste Seite. Ich muss auf die zweite Seite, um mich zu sehen. Ist das lächerlich, ey. Naja, aber gut, so ist es nun mal. Ich bin diese Saison wohl nicht so gut. Hab halt nicht so die Glücksgriffe wie manche andere. Aber ich bin hier oben echt gespannt. Wer das macht, Rass, Musiklo, wird wahrscheinlich am letzten Spieltag entschieden. Wäre doch ganz geil, von der Spannung her. Also, das war's. Meine Tipps zu Spieltag 27. Wir gucken mal ganz kurz voraus. Spieltag 28, was uns dann da erwartet. Da spielen die Bayern unter anderem in Augsburg. Auch nicht gerade die leichteste Auswärtsfahrt für die Bayern. Und danach ist, glaube ich, Champions League. Danach haben sie das Hinspiel zu Hause gegen Inter oder erst bei Inter? Weiß ich jetzt so gar nicht aus dem Kopf. Bochum spielt gegen Stuttgart. Heidenheim, Leverkusen, Freiburg, Dortmund auch interessant. Bremen gegen Frankfurt ist auch wieder das Samstagabendspiel. Jetzt zweimal hintereinander. Okay. Ist auch ein schönes Spiel. In Bremen, Samstagabend, Flutlicht. Gibt nichts Geileres als so ein Spiel. Bremen gegen Frankfurt. Naja, St. Pauli, Gladbach, dann noch Union gegen Wolfsburg. Also und danach ist ja wieder, glaube ich, Europa League und Champions League. Wir werden sehen. Also ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Bleibt aktiv auf jeden Fall. Viel Glück für eure Mannschaften, für eure Tipps. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit Spieltag Nummer 28. Macht's gut. Ciao, ciao.